mit Kaffee in der Hand und endlich mal in der Sonne. Traumhaft. Was macht man da an so einem schönen Tag? Rita hat mich heute überredet, dass wir übrigens, ich bin heute Sonic the Hedgehog und Rita ist irgendwas mit Drachen. Genau. Rita hat mich überredet, dass wir heute unsere Kaffeepause in der Sonne genießen und nicht in der Lego-Stadt. Ich habe gesagt, okay, aber es kommt Lego mit auf die Terrasse. Ich möchte euch nämlich heute was zeigen, was Rita eigentlich nicht so interessiert, aber sie ist so nett und hält für uns die Kamera. Das geht. Vielleicht habt ihr eure 9-Volt-Eisenbahn wieder mal aufgebaut nach längerer Zeit oder vielleicht seid ihr auch so glücklich und habt ein Konvolut gekauft, wo 9-Volt-Schienen drinnen sind. Genau. Und dann wollt ihr loslegen und dann passiert euch genau dasselbe, was uns passiert ist. Ihr schaltet den Trafo ein, es leuchtet das grüne Licht, ihr gebt Vollgas und es tut sich nicht viel. Oder der Zug fährt und bleibt 10 cm weiter wieder stehen. Das liegt daran, dass sich diese 9-Volt-Schienen, so gut sie auch von der Qualität sind, irgendwann mal qualitativ doch etwas verabschieden, möchte ich mal sagen. Und deswegen zeigen wir euch heute, wie wir unsere 9-Volt-Schienen wieder auf Vordermann gebracht haben. Und ich habe hier einen Feldversuch vorbereitet und Rita wird das Ganze filmen. Auf jeden Fall. Vor allem auch deswegen, weil wir gerade erst letztens wieder eine Anfrage auf Instagram bekommen haben, wo uns ein netter Vater geschrieben hat, eben genau dasselbe Problem. Er wollte seinem Sohn zeigen, wie super nicht 9-Volt-Schienen sind und dann funktioniert es nicht. Deswegen, wir zeigen euch, wie es geht, damit Christoph nicht das Gleiche dann später mit unserem kleinen Baumeister passiert, dass dann der Zug vielleicht gar nicht fährt. Also. Setz dich Christoph zu mir in die sitzt schon Sonne. in Position. Ja, Moment. Wir zeigen euch, was man hier alles braucht, um hier... ich kann dich aber jetzt direkt in die Sonne schauen. Also, zeig mal her. Was brauchen wir alles, um 9-Volt-Schienen jetzt wieder auf Vordermann zu bringen? Ich mache hier einen super Schatten, das geht natürlich nicht. So. Von der Seite eindeutig. Also, wir brauchen einerseits natürlich eine Tasse Kaffee. Das ist das Wichtigste. Dann brauchen wir 9-Volt-Schienen, die wir zu reinigen haben. Dann würde ich euch empfehlen, so einen Küchenschwamm zu kaufen. Vielleicht habt ihr den zu Hause. Eine Flasche Brennspiritus, zu der sage ich gleich noch mehr, und ein paar Handschuhe wäre wichtig. Vielleicht kannst du hier mal kurz ein bisschen auf diese Schienen drauf filmen. Ich hoffe, man sieht das. Ihr wisst, das sind diese guten alten 9-Volt-Schienen und die sind nicht angerostet, aber so ein bisschen angelaufen, oxidiert. Das ist einfach dadurch, dass das Metall jetzt jahrelang in irgendeiner Kiste gelegen ist, wo vielleicht es war vielleicht ein bisschen feucht und das Metall hat mit dem Sauerstoff reagiert. Also sie sind nicht kaputt, aber es ist die Oberfläche irgendwie so ein bisschen trüb und wie gesagt angelaufen und das soll nicht so sein, denn dann hat der 9-Volt-Motor hier keinen guten Kontakt und es lässt sich nicht mit viel Spaß fahren, weil ja natürlich der Kontakt hier nicht zustande kommt, wie er sein sollte. Okay. Wir ziehen jetzt mal Handschuhe an. Das sind übrigens alte Handschuhe, die ich verwendet habe beim Ausmalen des Dachbodens. Alte Reminiszenzen, heute kramen wir in den Geschichtsbüchern. Und es müssen gescheite Handschuhe sein, denn mit so ganz dünnen Plastikhandschuhen ist das eher nicht so zu empfehlen. Wobei das sind so, keine Ahnung, wie man die nennt, so Arbeitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, die relativ dick sind. Die haben auch hier so eine Gummierung vorne drauf und dieser Brennspiritus kommt trotzdem früher oder später durch. Ich weiß nicht, der ist irgendwie so fein. Holt euch vom Baumarkt eures Vertrauens eine Flasche Brennspiritus, die sind relativ günstig, ich glaube 2,99 für hier 1 Liter. Genau. Ich habe auch schon gelesen, dass es mit anderen alkoholischen Getränken und Flüssigkeiten gehen soll. Brennspiritus ist aber wahrscheinlich der günstigste. Und wie gesagt, hier nochmal zurück zu diesem Küchenschwamm. Wir brauchen vor allen Dingen diese raue grüne Seite hier. Und ihr habt es mit teuren oder mit... Nein. Übrigens nicht für Katzen geeignet und natürlich auch bitte Kinder nicht den Brennspiritus verwenden, sondern den Papa fragen. Richtig. Papas machen das sehr gerne. Wir haben, ganz richtig, also hier vor, diese raue Seite, die grüne zu verwenden. Und ich habe schon alles probiert. Es ist relativ egal, ob ihr die teuren von Vileda kauft oder die ganz günstigen, wo es, keine Ahnung, so eine 20er-Packung um 1,99 irgendwo im Supermarkt gibt.
die werden relativ schnell kaputt. Also da braucht ihr auf jeden Fall mehr. Und was wir jetzt machen, ist, wir öffnen uns das gute Fläschchen Brennspiritus und geben hier auf die Seite mit diesem grünen, etwas raueren Oberflächenteil etwas drauf. Muss nicht besonders viel sein. Ich mache die Flasche lieber wieder zu, nicht, dass die Katze wieder kommt und es umwirft. Ja. Und was wir dann machen, ist einfach hier entlang der Metallschiene mit relativ starkem Druck entlang zu fahren. Ich hoffe, man sieht dann überhaupt ein Ergebnis. Ja, sieht nicht so schlecht aus. Ich glaube, wir haben da was Vorzeigbares. Und ich würde euch empfehlen, dass was nämlich diese grüne raue Oberfläche extrem kaputt macht, sind die Noppen hier. Also versucht am besten diese Noppen hier nicht zu stark abzuschrubben, sondern wirklich nur die Metallschiene. Auch auf den Innenseiten, da ja der 9-Volt Motor etwas innen anliegt. Und dann muss man hier eben mit ziemlichem Druck hier drauf. Und jetzt ist es gleich soweit. Und Die dann Katze regelt sich in der Sonne. Cat-Content geht natürlich auch immer. Interessiert manche vielleicht sogar noch mehr als so wie mich hier zum Beispiel. meine alten 9-Volt-Schienen. Aber jetzt film mal wieder auf die Schienen zurück. Natürlich. Kann wirklich nicht sein. Ich weiß nicht, wie das von der Einstellung her jetzt sichtbar ist, aber ich habe diese Seite jetzt hier die abgeschrubbt. Die glänzt wieder, ist wie neu und diese nicht. Seite hier ist noch komplett angelaufen. Ja. Jetzt werdet ihr merken, wenn der Zug hier wieder drüber fährt, dann muss die zweite Seite natürlich auch gereinigt werden. Dann ist die Schiene wieder wie neu. Also das ist wirklich eine Top-Variante. Wir haben damit die besten Erfahrungen gemacht. Ja. Die Katze ist auch wieder da und begeistert. Das Beste ist, das ist gar nicht unsere Katze, die gehört den Nachbarn. Aber er weiß, was gut Ja, ist. er ist natürlich auch Lego verrückt und will sich das nicht entgehen lassen. Wir machen dasselbe jetzt dann noch bei der Kreuzung, dann seht ihr das hier auch. Und wie gesagt, so muss man sich halt entlang handeln. Es dauert halt relativ lange und ist auch eine etwas mühselige Arbeit. Aber das Ergebnis lässt sich auf jeden Fall sehen. Und wir haben es, oder besser gesagt ich, weil Rita interessiert das ja nicht besonders, wie ihr vielleicht merkt. Aber mich freut, dass die Katze da ist. Immer das Gleiche. Wir haben es auch mit anderen Varianten probiert. Es gibt auch viele, die machen das mit einem Radiergummi. Ja. Das hat bei uns nicht so gut funktioniert. Vielleicht haben wir aber einen falschen Radiergummi gekauft. Der hat nur extrem gebröselt und gefusselt. Eben, das ist, Und glaube ich, auch das Problem, es dass ist das dann, mehr Müll macht ja, als nicht sonst irgendwas. viel passiert. Also der Effekt war nicht der, den wir uns erhofft hatten. Das gleiche gilt, es gibt im Internet irgendwie so einen Fleckentferner Block, das ist von der Größe her ungefähr so wie so ein Schwamm. Den kann man, glaube ich, auch verwenden, um Flecken von der Wand wegzubekommen. Mit diese dem weißen. soll es auch, genau, mit dem soll es auch ganz gut gehen. Das haben wir allerdings noch nicht probiert. Aber wie ihr seht, also natürlich dieser Schwamm hier, der wird schon sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Aber die Schienen, diesen rechten Teil habe ich jetzt mal gereinigt. Das ist schon eigentlich ganz in Ordnung, oder ich hoffe zumindest. Hier ist noch eine Stelle, die nicht ganz so schön ist. Wo man auf jeden Fall sehr aufpassen muss, ist bei den Weichen. Und zwar... Und da ist eben unten noch nicht, aber ihr seht es da, wo es so schön glänzt. Genau. Kurzer Schluck aus der Sonic-Tasse. Bei den Weichen müsst ihr einfach ein bisschen aufpassen, dass ihr hier dieses Gestell, welches beweglich ist, nicht abbrecht. Weil hier dieser bewegliche Teil ist auch aus Metall zum Teil. Und da muss man, wenn man mit dem Schwamm relativ stark drüber fährt, aufpassen, dass man eben nicht diese Mechanik abbricht. Das wäre sonst schade, wenn die kaputt gehen. Ja. Aber mit dieser Variante kann man wirklich alte 9-Volt-Schienen wieder zum Leben erwecken. Also es funktioniert einwandfrei. Ihr müsst nur ein bisschen Zeit mitbringen. Und der einzige Nachteil, den ich festgestellt habe, ist, dass mit der Zeit immer dieser Brennspiritus etwas
durch die Handschuhe durchgeht. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da noch bessere Handschuhe, bei denen das nicht der Fall ist, aber bei denen, obwohl die wie gesagt aus so einem harten Gummimaterial sind, ist das der Fall. Und man hat dann am Abend keine Fingerabdrücke mehr. Aber ich hoffe, es ist ungefährlich. Ich weiß es jetzt gar nicht, müsste man schauen. Also falls man irgendwas vorhat, wo man keine Fingerabdrücke haben sollte, einfach 9-Volt-Schienen vorher putzen. Genau, ja, richtig. Und ja, wie gesagt, es ist auch wichtiger, dass die 9-Volt-Schienen wieder intakt sind, als einen Fingerabdruck zu haben, finde ich. Und das wollten wir euch nur mal zeigen, wie das funktioniert. Genau. Und dann geht es wieder los mit unserer 9-Volt-Bahn. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Na, auf jeden Fall. Ich meine, bei dem Cat-Content geht es nicht anders. In dem Sinne, putzt auch ihr eure 9-Volt-Schienen, damit die Züge bald wieder fahren können. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder. Tschüss! Tschüssi! Man kann auch